geistlichen Gaben, aber will ich euch Brüder nicht in Unwissenheit lassen. Ihr wisst, dass ihr Heiden wart, hingezogen zu den stummen Götzen, wie ihr euch hinreißen ließet. Darum tue ich euch kund, dass niemand Jesus verflucht, der durch den Geist Gottes redet. Niemand kann sagen, Jesus ist Herr, außer durch den Heiligen Geist. Es sind mancherlei Gaben, aber es ist derselbe Geist. Und es sind mancherlei Ämter, aber es ist derselbe Herr. Und es sind mancherlei Kräfte, aber es ist derselbe Gott, der da wirkt alles in allem. Vater, ich danke dir heute Abend für deine Gnade. Oh Herr, deine Gnade brachte mir die Sonnenschein. Ich bin heute Abend dein Sohn. Ich danke dir. Preise deinen Namen. Vater, wir müssen dich sehen, was du tust. Oh Vater, was Menschen denken, hilft niemand. O Herr, die Wahrheit macht immer bis auf diesen Tag frei. Alle, die daran glauben. So Vater, wirke in unserer Mitte. Jetzt gib Glauben. O Herr, bewirke, dass ich dein Wort predigen kann für deine Ehre. Und o Herr, gib Gnade, es auch aufzunehmen. Bitte dich, Vater, dass ich mich selbst entleere. O Herr, fülle mich mit deinem Geist und rede. In Christi Namen. Amen. Kann man ruhig sitzen. Nun, Paulus stellte die Ordnung in der Gemeinde wieder her. Das war in Kapitel 11. Ja, die hatten Weltfrauentag. Und naja, das ging nicht so gut. Ja, du musst mal nur das anschauen. Und, weißt du, ich werde mal interessant, weil, weißt du musst mal auch aufpassen, dass du plapperst nicht alles nach. Ne? Ja, jemand hat gesagt, steht nirgends in der Bibel Heilig und Kleidung zusammen. Und das gefällt mir sowas nicht, weil die meisten Leute lesen die Bibel nicht. Und natürlich, die wollen tragen, was die tragen wollen und tun, was die tun wollen. Und so, die plappern es nach. Die allererste Erwähnung mit Heiligkeit und hier so die heilige Kleidung anziehen. Und ich habe ihm das in Facebook geschrieben. Er hat sich aber wirklich sehr gut, ich sage nicht den Namen, weil er hat es sehr gut gemacht und weißt du, da ist er, ich stehe zurechtgewiesen. Und das war richtig gut. Menschen, die plappern nach. Weißt du, ich habe das, du hast es wahrscheinlich von Frau Kunger, dieses Ding mit dem Müll, ne, von den Tagen. Ich kann mir das vorstellen, weil das Problem mit dem Müll ist, wer möchte das entsorgen? Ja? Ich hoffe, wo ich Benny die Kartons gegeben hat, er hat einen langen Weg auf sich genommen. Ich habe es gemacht. Du warst mit mir. Wir haben das mehrmals gemacht. 2-mal, 3-mal gemacht. Vor 2 Jahren, bevor ihr geheiratet habt, miteinander gesprochen. Lang sind wir gegangen zu den Containern. Denn das nächste ist, wenn die Container voll sind, wer läuft wieder zurück? Wer haut das alles daneben? Das ist das Problem. Das hat nicht mit der Glaube an die Umwelt und was du denkst, das ist hier deine Bequemlichkeit. Es wäre wirklich interessant, dorthin zu gehen und ob das wirklich alles vermüllt ist. Ich nehme an, weißt du, das sind keine Fake News Bilder, aber wer weiß. Ja, aber so sind die Leute. Und weißt du, die haben Weltfrauen da. Geh mal dorthin, schau mal, wie happy die aussehen. Die sind emanzipiert von was? Gleichgestellt? Nein, die wurden übergestellt. Ja? Weißt du? Hey,
deine Kippe auf sauber, du Drecksau? Du kannst nicht so mit mir reden. Aber wir sind gleichgestellt. Aber wer schmeißt deine Kippe hin? Ja? Ich bin wirklich erstaunt, dass die haben also bei uns, wirklich, bei uns, like 100 Meter von uns, Hundekacke-Handschuhe. Und ich habe schon gesehen, wie die Leute das greifen. Ja, ist nicht schlecht. Weißt du, wer möchte dort latschen? Ja? Ich habe mal die Leute manchmal, wo die Kinder klein waren, so was, du möchtest nicht gerade in einer Soundgruppe hier in Deutschland spielen. Weil die netten Leute lassen ihren Hunde und die Katzen sind drin. Ja, das ist ein Kasten. Umweltschützer. Nimm mal den Mist mit. Nimm mal deine Kacke mit. Ja, ne, wirklich. Wir sind gleichgestellt. Ne? Und so, die hatten Weltfrauentag und so, er musste das zurechtstellen. Ja? Möchtest du mal weissagen, beten? Kopf bedeckt. Und es gibt mal was. Vorsteher in der Gemeinde gibt es einen Mann und sagt mal, ob es geht oder nicht. Ja? Und wenn es sagt, es geht nicht, dann die Klappe halten. Ja? Gott führt mich. Nein. Die Ordnung wird wiederhergestellt. Ja? So ist die göttliche Ordnung. Und, weißt du, jetzt will er über die geistlichen Gaben reden. Und es ist sehr herrlich, dass wirklich an allererstens, er will nicht, dass wir in Unwissenheit bleiben. Weil sehr viele Leute sind in Unwissenheit. Und wir werden jetzt aufgeklärt. Und heute Abend, wir schauen es jetzt an. Es sind mancherlei, aber doch derselbe. Mancherlei, aber doch derselbe. Nun, Vers Nummer 2. Ihr wisst, was ihr wart. Ihr wisst, dass ihr Heiden wart. Hingezogen zu den stummen Götzen, wie ihr euch hinreißen ließen. Nun, kann mich noch erinnern, wo es ging über die Hamiten, ein Hamid predigte. Und sag mal, wie würdest du, wenn du hörst, dass deine ganze Rasse ist verflucht? Es tut mir aber leid, aber wir sind alle verflucht in Adam. Das haben Menschen Probleme damit. Wir waren Heiden. Und ich muss mal sagen, hey, wo ist der FKK-Kapitel der Welt? Wir sitzen. Ja. Heiden! No. Die Polen sind besser dran. Die lassen das nicht so. Und machst du das in Amerika? Gut so. Wie meine Mutter sagt, das möchte ich nicht sehen. Ja, das ist respektlos. Heiden. Ihr wart Heiden. Das ist, was ihr wart. Gehen wir Galater 4, Vers 8. Damals aber, als ihr Gott nicht kanntet, dientet ihr denen, die von Natur nicht Götter sind. Hey, nun, wirklich respektlos. FKK. Warum? Ihr kanntet Gott nicht. Das ist das Problem. Wir haben das heute besprochen. Hey, wenn du lebst und ich lebe, meine Enkel, es wird die vorgeführt, dass Pädophilie in Ordnung ist. So, wie war es bei uns mit Schwulen, die wir älter sind? Und mit dem vorherigen Geschlecht mit Unzucht. Und Hurerei. Ja. Ja? Und muss wahrscheinlich vor dem Krieg gehen in Deutschland. War der Führer trieb Hurerei, oder? Ja. Er war nicht verheiratet. Das war er nicht.
Es gab eine Zeit, wo man was diente denen, die von Natur nicht Gottes sind. So wart ihr. So war ich. So waren wir alle. Epheser 2, 11 und 12. Darum gedenke daran, dass ihr, die ihr einst Heiden wart, im Fleisch Unbeschnittene genannt wurdet, von denen, die genannt sind, Beschneidung, die am Fleisch mit der Hand geschieht, dass ihr zu jener Zeit ohne Christus wart, ferngehalten von der Bürgerschaft Israels und fremden Bündnisse und Verheißungen. Ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Weißt du, ohne Gott, ohne Hoffnung. So waren wir. Heiden. Ihr wisst, was ihr wart. Titus 3,3. Titus, Kapitel 3, Vers Nummer 3. Denn auch wir waren einst unverständig. Ehrlich gesagt, ist der Verstand je hineingekommen? Lüge haben kurze Beine. Wie ich das hasse, wenn jemand mich belüge. Aber dann logisch trotzdem. Es ist unverständlich, oder? Weißt du, wenn jemand was von mir klaut, das ist nicht gut. Dann habe ich geklaut. Ist das nicht unverständlich? Ungehorsam, betrogen. Weißt du, dienen mancherlei Begierden und Lüsten und lebten in Bosheit und Neid, waren verhasst und hassten uns untereinander. So waren wir. Schau mal, ohne Gott, ohne Christus, ohne Verheißung. 1. Petrus 4,3. Warum sind Leute, wie sie sind? Hier ist die Auswirkung. Denn es ist genug, dass wir die vergangene Zeit des Lebens zugebracht haben nach heidnischen Willen, als wir wandelten in Ausschweifungen, Lüsten, Trunkenheit, Fresserei, Säckgelagen und gräulichem Götzendienst. Das ist die Auswirkung. Und da gehen wir jetzt. Muss man sagen, wir kümmern uns um die Armen. Denn du warst, ich kann mir niemals im Leben vorstellen, was das kostet, dort oben in einem Eiffelturm zu essen. Welche Arme kümmerst du dich? Um welchen? Denken, das ist okay. Und was für Fressen der Jacques Chirac hatte, als Präsident von Frankreich, ist es unglaublich. Und ohne Gott, ohne Hoffnung. Und Psalm 115, Vers 4 besagt, so herrlich, so wahr und so gut, wenn man das erlebt hat. Jene Götzen, aber sind Silber und Gold, von Menschenhänden gemacht. Sie haben Mäuler und reden nicht. Sie haben Augen und sehen nicht. Sie haben Ohren und hören nicht. Sie haben Nasen und riechen nicht. Sie haben Hände und greifen nicht. Füße haben sie und gehen nicht. Sie reden nicht durch ihren Hals. Die solche machen, sind ihnen gleich. Und alle, die auf sie vertrauen. Unverständlich. Weißt du, so sind die Götzen. Und wir haben die gedient. Und was? Gehen wir wieder in unser Text zurück. Wie ihr euch hinreißen ließet. Jeder Mensch ist anders. Weißt du, wie der Säufer sagt, ich trinke, aber Drogen nehme ich nicht. Ja, vielleicht schummel ich, aber weißt du, stehlen oder klauen. So schlimm bin ich nicht. Sünde ist in dem Sinne relativ.
Ob du lügst oder du tötest, du hast gegen den gleichen Gott gesündigt, ist alles eins. Wie ihr euch hinreißen ließet. Ich habe mir immer Spaß gemacht. Weißt du, die kamen bei mir in den Bus, die schönen Mädchen, und haben eingeladen zu der Bibelwoche. Und ich war natürlich schöne Mädchen zugezogen, weil ich normal war. Ja, ich war nie ein Jung zugezogen. Die haben mir nie gereizt. Ja? Ich finde das bescheuert. Manche Leute, die sind, irgendwas ist los. Sie ließen sich hinreißen. Weißt du, ich kann mir noch erinnern, wo sie den Pornoladen machten. Und die Leute wirklich, die reingehen, das war das. Und ich guckte in Facebook, dann irgendwas, wenn du von Hamilton Square, New Jersey bist. Ja, da gibt es irgendwie ein paar Perversen, die immer noch in den Bücherladen gehen. Sag mal, oh, dass die das noch denken, Halleluja. Dass das sind Perversen. Ja, man liest sich. Ja, man muss das zugeben, man liest sich. Wunder der Gnade Jesu, Ja. der mich ein königes Kind gemacht hat. Ja. Ja? Weil ich ließ mich dorthin gehen. Ich ließ mich. Weißt du, mein Vater, der ist so ein guter Vater. Weißt du, er brachte mir nicht in die Gemeinde, aber er brachte mir Sachen. Ich ließ mich hinreißen und habe gesoffen. Ich konnte nicht trinken. Ich gesoffen. Ich kann mich noch erinnern, ich belog meine Oma das einmal. Ja, Sonntag früh. Hast du eine Karte? Oh, nee. Oh, das tat alles weh. Aber einmal bin ich saufen, komme ich nach Hause und er woch mich um 7 Uhr früh auf. Wir gingen Holz hacken. Und er fragte mir, noch ein Bier? Noch ein Bier? Ist nicht Saufen herrlich? Und mein Kopf war schlimmer als das Holzhacken. Ich sage dir eins, es wird noch schlimmer sein, wenn ich ihm gesagt hätte, ich gehe nicht mit. Ich lerne mir was. Er hat mich was beigebracht. Herrlich, wunderbar. Zu sehen, wie furchtbar die Sünde ist, was es ist. In Vers 3, wir kommen zu der Wirkung des Heiligen Geistes. Ehrlich gesagt, weißt du was? Hey, das war die Wirkung des Heiligen Geistes, dass er das tat. Nun, er hat mich auch erwischt einmal mit Streichhölzern. In der 3. Klasse. Und er hat mal Angst, dass ich ein Haus anzünde. Das habe ich nicht getan, wir haben geraucht. Wir haben Zigaretten von der Tankstelle geklaut. Ja, die gingen draußen, da war damals Vollbedienung. Wo die Männer, die gingen raus und wir hatten die manchmal. Und dann, die mussten rausgehen, wir gingen rein, klauten Zigaretten und haut nach. Und haben geraucht. Und hey, er hat den Gasherd angemacht. Meine Hand durch. So ist Feuer. Das tat weh. Als er über die Hölle predigte, ich dachte daran, wo er jemals gesagt, Gott straft uns, hatte ich nie ein Problem. Und ich habe Strafen erlebt. Das will ich sagen, das ist der Wirkung des Heiligen Geistes. Das ist Kindermissbrauch hoch 3. Und ich musste mal echt sagen, du hast alles verdient, wenn man keine Strafen gibt.
muss man wissen, hey, Gott straft. Ja, ne? Damit man das nicht macht. Dann gibt es eine Hölle. Ja. Es gibt Strafen. Es gibt Züchtigung. Nun, die Wirkung des Heiligen Geistes, Vers 3. Warum tue ich euch kund, dass niemand Jesus verflucht, der durch den Geist Gottes redet? Niemand kann sagen, Jesus ist Herr, außer durch den Heiligen Geist. Es ist eine Kundmachung. Also Gott, er sagt dir ganz genau, wie es geht. Weil ich denke, der Geist Gottes macht das. Egal. Meine Empfindung ist egal. Das, was ich denke, ist egal. Falls du es in den Mund nimmst und es dir schmeckt, kannst du ein anderes Wort dazu nehmen. Wenn es dir schmeckt. Mir schmeckt es nicht. Ich nehme sowas nicht im Mund. Er macht kund. Er sagt dir ganz genau, wie es ist. Weil manche sagen, egal! Manche denken, egal! Was sagt Gott? Hey, niemand kann sagen, Jesus, niemand verflucht Jesus durch den Heiligen Geist. Das geht nicht. Überhaupt nicht. Niemand kann Herr sagen. Gehen wir in Römer 10, 9 und 10. Denn wenn du mit deinem Munde den Herrn Jesus bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet werden. Denn mit dem Herzen glaubt man zur Gerechtigkeit, mit dem Munde bekennt man zur Errettung. Ich kann mich noch entsinnen. Ich glaube nicht, dass das Weib selber bekehrt ist. Du hast mal, dass sie das machen musste. Hey, das war eine Zicke hoch 3, das kleine Mädchen. Wer ist Chef bei uns zu Hause, fragte der Papa. Die Mama. Und die zwei waren böse, weil sie die Wahrheit sagte. Und hat ihre Meinung nicht geändert. Und hey, wie ich Gisela sagt, ich habe 4 Augen. Ich merke, was die Leute tun. Und das Mädchen ein Glaubensbekenntnis macht, sie muss das vor allen. Ich habe noch nie gemerkt, wo jemand vor allen ein Glaubensbekenntnis gemacht hat, der sich nicht richtig bekehrt hat. Oh nee, das will ich sagen. Hast du nicht bekommen. Das will ich mal später. Hast du nicht bekommen. Und so du, hey, jedes Mal. Hey, das habe ich gemacht. Ich muss mal echt sagen, der Friede, die Ruhe kam bei mir rein. Nicht, wo ich gebetet habe. Der Mann hat gesagt, hast du den Herrn Jesus, deinen Herrn und Heiland angenommen? Ich sage, ja. Und plötzlich, da ist er. Also niemand kann sagen. Und die Herrschaft Christi bewirkt den Heiligen Geist. 2. Korinther Kapitel 11, Vers 4. Mein Leben, mein Alles ist Jesus. Amen. Das bewirkt den Heiligen Geist. Denn wenn der zu euch kommt, einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben, oder ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so ertragt ihr es wohl. Weißt du, das ist was anderes. Aber was wir haben, der Heilige Geist bewirkt die Herrschaft Christi. Jesus ist was? Herr. Er ist nicht zweitrangig. Das ist ein anderer Geist. Er ist Herr. Weißt du, Glaube an den Herrn Jesus Christus. Und ich muss mal echt sagen, es kommt wirklich darauf an, was für ein Mensch ist, wie viele Probleme er selber hat, nachdem er sich bekehrt. Aber ich weiß nur, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Weißt du, du bekommst eine Macht, wenn du errettet bist, und das Beste ist, ihm alles Gleiche zu geben und ihm zu sagen, hey, Herr, es ist alles deins. Und wenn, weißt du, du gehst deinen eigenen Weg, hast du ein Problem. Gibt es ein Problem. Aber die Macht kommt gleich. Oh, bla bla bla, ja, bla bla bla. Es ist mancherlei Gaben, aber derselbe Geist, gehen wir in Vers 4.
Es sind mancherlei Gaben, aber es ist derselbe Geist. Gaben gibt es viele. Und es wird eine Liste in dem Kapitel sein, und das betrachten wir nicht heute auch. Ja? Die verschiedenen Gaben. Das kommt dann zu der Zeit. Aber Gaben werden mit den Gliedern des Leibes verglichen. Schauen wir in Römer 12, 4. Und gleich wie wir an einem Leibe viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle dieselbe Verrichtung haben. Weißt du läufst nicht wirklich mit deinen Händen. Das bedeutet nicht, dass die Füße wichtiger sind. Ja? Und so, es gibt viele Gaben, wie wir Glieder haben. Und man soll sie auch gebrauchen. 1. Petrus 4,10. Und dienet einander ein jeglicher mit der Gabe, die er empfangen hat, als guter Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Und die Gaben sind gegeben, nicht damit du bekommst. Ich las gerade, und das ist wirklich was, wir haben das immer noch heute, und das wird dann in den Mittelpunkt sehr oft, kommt drauf an, wo das ist. Ja? Ich las über F.B. Meyer, und F.B. Meyer, er hat wirklich, ein Chor hat gesungen, und man hörte ihn beten oben, Gott, lass bitte, dass die Botschaft wird nicht zweitrangig sein, wegen dieses Singens. Well, Moody brachte die Solos rein. Und er glaubte nicht dran. No? Aber er arbeitete mit Moody zusammen. Und manchmal, man bringt die Musik ist in der, schau mich an. Hey, das ist zum Dienen. Wir sollen wirklich, wenn wir nehmen die ganze Bibel, ja, Spurgeon glaubte an keine Instrumente. Weil er sagte, das was, als ich ein Kind war. Im Alten Testament. Jetzt bin ich erwachsen. Nein, das sagt er wirklich. Und er hat gesagt, die Anbetung ist wie man eine Stimme, nicht mit Musik. Und da ist es, ich meine, wir gehen. Naja, ihr sagt, dass ich das ab und zu bringe, ich weiß es nicht. Tief in der Gruft der Log. Ja? Und da ist man im Wohl, oder? Und? Das war gut. Echt? Singt man doch. Ja. Und dann, Jesus ist Sieger und lebt. Und dann ist man, oh ja, ja. Ich habe kein Problem dabei. Also, er lag tief in der Gruft. Ja. Und es war ein Halleluja-Tag. Ja, aber das ist nicht in den Mittelpunkt. Man, wir gehen in seine Gegenwart mit Singen. Ja. Ja, das ist nicht okay. Ja. Ich muss eigentlich sagen, ist das Problem, ich glaube, wer rettet ist, das ist nicht hier die Zeit, die Musikinstrumenten und Lieder zu spielen während der Predigt. Es ist Zeit zuzuhören. Du Narr. Du sollst es nicht sagen, Gott hat das gesagt. Und ich habe mal wirklich, nicht Sänger Richard Weimer, kannst du mal vorstellen. Sänger Richard Weimer. Sondern Prediger Richard Weimer. Und das, was ich gerade zitiert habe, das kommt aus welchem Buch der Bibel? Prediger. 5. Komm in dem Haus Gottes, um zu hören. Ja. Nicht das Narrenopfer. Ja? Nein, man soll sie auch gebrauchen und benutzen und helfen. Wo wir gestern, weißt du, wir haben mal geübt. Und ich muss mal sagen, manchmal ist das Leben so. Ja? Ich sprach mit Samuel sehr lange. Ich habe mal mein ganzes Englisch nicht gelesen, habe nicht gekriegt. Und ich bin sogar um 6 Uhr aufgestanden.
Normalerweise stehe ich nicht um 6 Uhr auf an so einem Abend. Ich denke sogar vor 6. Ja, Hunter Reef. Kennst du noch Hunter? Ja, also Hunter war in der District, da musste Polen, deswegen stand er jeden früh auf. Und so wir sagen immer Hunter Reef. Und weißt du, man muss. Und so ist aufgestanden, habe Bibel gelesen ein bisschen und dann mit Samuel gesprochen, dies und jenes gemacht, einen Baum gefällt. Ja, und dann habe ich neugierige Nachbarn. Ich war ein bisschen, ich will mal, dass die wissen, hey, dass die sollen das Singen ein bisschen üben. Und ich weiß, dass Michi gehen will. Und sie sprach, und sie sprach, und sie sprach. Du bist gegangen und sie sprach. Manchmal muss man mit seinen Nachbarn sprechen. Ja? Da kannst du mal sagen, was ist mit der Gesellschaft? Und du wirst mal nicht deine Zeit. Ja? Dass du deine Zeit vergeudest, ist was los ist mit der Gesellschaft. Ich habe keine Zeit. Du hast genauso viel Zeit wie ich. Ja. Vielleicht hast du mehr oder ein bisschen weniger hören, aber Zeit hast du genauso. Keiner hier hat mehr oder weniger Zeit als der andere. Wir haben alle Zeit. Das ist gleich aufgeteilt. Sonst ist Leben nicht fair. Ja? Ich kann fahren und manche hier nicht. Ich habe ein Auto, ihr nicht. Das ist nicht fair. Ja. Ja. Wirklich. Ne? Aber Alicia, weißt du, ja, was ist mit diesen und was ist mit denen? Und die haben das ein bisschen rumgeübt und gesprochen. Man dient ein anderem mit den Gaben, die man hat. Muss es auch benutzen. Die Gaben aber kommen von dem Geist, nicht woanders. Ich habe das. Nein, kommen von dem Geist Gottes und nicht woanders. Ja? Weil, weißt du, was das Schlimmste ist, wenn du nicht vom hohen Ross kommst? Jemand wird dich herunterschubsen. Das tut weh. Ja. Je höher ein Ross. Vers Nummer 5. Also, das sind mancherlei Ämter, aber derselbe Herr. Gehen wir Kapitel 12, Vers 28. Da sehen wir die Ämter ein bisschen. Und Gott hat endlich eine Gemeinde gesetzt, erstens als Apostel, zweitens als Propheten, drittens als Lehrer, danach Wundertäter, danach die Gaben der Heilung, der Hilfe, die Führung, Arten von Zungenreden. Ja? Das sind die Ämter und Gott setzt sie ein. Gehen wir in Epheser, ich nehme an, das ist 4, 11 und 12, weil ich habe R, 11 und 12. Ja, und er hat etliche zu Aposteln gesetzt, etliche zu Propheten, etliche zu Evangelisten, etliche zu Hirten und Lehrern, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes, zur Erbauung des Leibes Christi. Weißt du, Gott setzt sie ein. Die Gorille hat doch nicht geholfen. Gott setzt sie ein. Weißt du, und ich muss mal echt sagen heute, ein Amt in der Gemeinde ist nicht schlecht zu wünschen. Ja? Weißt du, du siehst, gehen wir in 1. Petrus 3,1, du siehst die Heiligkeit Gottes. Du siehst dich selbst in Gott. Und du siehst wirklich das Bedürfnis. Und so, du sagst, hier bin ich, sende mich. Nun Gott dich sendet, das ist die andere Sache. Was Gott macht, das ist seine Sache. Das ist gewisslich wahr. Wenn jemand ein Bischofsamt begehrt, der begehrt ein christliches Werk. Es ist okay, das zu begehren.
Ob du ein Pastor wirst, ein Ältester in der Gemeinde wirst, das ist was ganz anderes. Weißt du, es kann wirklich, nicht muss man eins sagen. Weißt du, was wir wirklich, geh mal in 1. Johannes. Weißt du, was mir wirklich geschah in diesem Leben? Ich weiß es nicht, ob wir ich weiß wirklich nicht, wie ich das erklären kann, aber ich sage dir, was bei mir geschehen ist. Ich schreibe euch Vätern, denn ihr kennt den 2,13, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch Jünglingen, denn ihr habt den Bösen überwunden. Ich schreibe euch Kindern, denn ihr kennt den Vater. Ich habe euch Vätern geschrieben, denn ihr kennt den, der von Anfang an ist. Ich habe euch Jünglingen geschrieben, denn ihr seid stark und das Wort Gottes bleibt in euch und ihr habt den Bösen überwunden. Weißt du, du hast den Glauben, Kinder, Jünglinge, Väter. Kinder, das sind neu bekehrt. Wie geht man zu Jüngling? Was steht da? Es steht da, wie man zu Jüngling geht. Böse überwinden. Du hast den Bösen nicht überwunden, was bist du im Glauben? Ein Kind. Egal, ob du 75 bist und 75 Jahre bekehrt bist. Nein, das geht nicht. Aber sagen wir mal, du bist 90 und hast dich mit 15 bekehrt, bist immer noch. Ja? Weißt du, schaust Porno im Internet, bist ein Kind. Was macht ein Jüngling, ein 90-Jähriger? Das ist ein Kind. Er hat den Bösen nicht überwunden. Das ist ein Kind. Egal, er kann 75 Jahre bekehrt sein. Ja? Bist 30 Jahre bekehrt und lügst noch? Was bist du? Ein Kind. Die Jünglinge haben den Böse überwunden. Und die Väter, die kennen den von Anfang an ist. Ja? Erkennen. Ich habe mal wirklich so, in dem Sinne, ich weiß nicht, wie man das erklären kann. Ich bin ein Vater im Glauben. Und ich muss das auch dieses annehmen. Und man kann ein Vater im Glauben sein, ohne auch ein Amt in der Gemeinde zu haben. Gibt es vieles so. Und weißt du, es ist nicht schlecht, sie zu wünschen, aber wer setzt den Ältesten ein? Gott. Der Herr. Wer ist der Herr? Er hat es sagen, oder? Ja. Ich muss mal ehrlich sagen, wir mussten an den Sonntag wieder in die Gemeinde kommen. Ja, es war nicht schlecht am Ende, aber meine größte Befürchtung ist, wie lange dauert es, blöde Kaffee in Starbucks zu bekommen. Und hat jemand noch erinnert, was war am Sonntag, das ich nicht wusste? No, Natalie? Der Natalie hat ein Opfer gegeben. Sie war nicht im Kartloch. Ja, Dynamo hat gespielt. Wie kommt man aus der Stadt raus, wenn Dynamo spielt? Die haben die Straße blockiert. Ja? Es ist schwer. Weißt du, ich habe mal den Bürger gesagt, ich brauche mal 4, keiner kam. Also, du, jetzt. Ja? Das ist, wo der Herr reinkommt. Ja? Dann ein paar Mal haben die Leute gesagt, hey, jetzt musst du rausgehen. Gingen die nicht raus, so? Man muss die anpacken. Es ist besser, dass die einfach gehen. Und der Herr, er hat das Sagen, er sagt, wer in welcher Amt geht. Ich kann nicht sagen, welcher Amt ich will. Ich bin aber für dieses Amt. Ja? Gott gibt die Gaben.
Und er bestimmt. Und das Beste ist heute Abend, bleibe unter seiner Herrschaft. Weil er ist ein guter Herr. Er ist ein wunderbarer Herr. Alle anderen Herren dieser Welt sind schlecht. Die werden dich enttäuschen. Und in Vers 6, es sind mancherlei Kräfte, aber derselbe Gott. Nun, weder Gabe noch Arbeit ist entscheidend. Gib mir Kapitel 3, Vers 7 in 1. Korinther. Der aber pflanzt und der begießt sind eins. Ein jeglicher aber wird, das ist falsch Vers. So ist nun weder der pflanzt noch der begießt etwas, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Hey, das Wichtige in aller Arbeit ist was? Der Herr gibt das Gedeihen. Brother Danny Farley hat es so wunderbar gesagt. Die waren in einer Gebetsversammlung an Sonnabendabend. Brother Randy Everett betete, Herr, rette Butch Cox morgen früh. Und alle haben mitgebetet. Und es geschah. Brother Danny sagte, ja, Brother Randy hat das laut gebetet. Aber vergesse nicht, alle haben mitgebetet. Vielleicht war es doch nicht Brother Randy. Und wer weiß, wer den Himmel berührt hat? Huh? Wer weiß, ob es Gabriel sind, die Vorschlag war? Geben wir eine Liste, dass alle beten. Wer weiß, ich sagte mal, hey, wer fasten will. Und wie viele mitgefastet haben. Diese Art fährt nur aus durch Fasten und Beten. Wer aber hat 16 Jahren gepflanzt. Gegen allerlei Unkraut. Weißt du, Gabe noch Arbeit. Weder Gabe noch Arbeit ist entscheidend. Was entscheidend ist, ist was? Gott gibt das Gedeihen. Gott gibt das Gedeihen. Es sind viele Kräfte, viele verschiedene, aber es ist derselbe Gott. Was entscheidend ist Johannes 5,17. Jesus aber antwortete ihnen, mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke auch. Das ist, was entscheidend ist. Vater, Sohn und Heiligen Geist. Und das wird den Geist nicht dämpfen. Weil er wirkt jetzt durch seinen Geist. Lass ihn in und durch dich wirken. Gehen wir Kolosser 1,29. Wofür ich auch arbeite und ringe, nach der Wirksamkeit dessen, der in mir wirkt mit Kraft. Also er wirkt in uns und das macht, dass wir auch wirken und auswirken nach seiner Kraft. Lass ihn, Philipper 2, Vers 13. Denn Gott ist, der in euch wirkt, beides, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Heißt er wirkt, dass wir das wollen. Und er wirkt auch, dass wir das vollbringen. Gott, hey, wo Stümper am Werk sind, ist Gott nicht. Da ist das Fleisch. So, derselbe Gott gibt die Kraft. Und die Gaben sind mancherlei. Wir schauen die dann an, aber ich muss mal echt sagen, wirklich, was wäre ein Ohr wert ohne die Hände? Und ehrlich gesagt, was ist man
wenn die Signale gemischt sind? Was ist man, wenn die Hören die Signale nicht gibt an der Hand oder das Ohr? Was ist man? Behindert. Was ist man? Das ist eine Behinderung dort drin. Und so ehrlich gesagt, oh, guck mal, die Hände, so wunderbar. Wenn die Signale kommen nicht von Hören, kann man nicht sagen, oh, meine Gabe ist so gut. Hey, wir brauchen alles. Ja, wir brauchen das alles. Und ich kann mich noch erinnern, Brother Danny, der sagte das, und er gibt seinen geliebten Schlaf. Ja? Und er hat uns die Nacht gegeben zum Schlafen. Und Thomas Edison war nicht der Beste der Geschichte, obwohl er sehr viele Patenten machte. Er machte aus dem Nacht Tag. Und alles, was wir haben, ist wegen Thomas Edison. Computer, Television hier, Fernsehen, alles. Ja? Und was geschieht, wenn du nicht genug Schlaf bekommst? Ja? Hey, du kannst wie ich. Ich gucke mal nach. Ja, da ist der 10. Der 10 ist eine von den leichtesten Sachen zu sortieren. Ja? 33 auch, ne? Ja? Ich spielte einmal mit Sven, der Chef, der kann das. Der guckt mal da, nee. Oh ja, das sagt man, ja, du bist nicht dort in der 30 gegangen in deiner Heimat, weil das sind 3 Fächer. 300, 100, 200, 300. Ich sage, natürlich. Du bist zu denen, da gibt es nur 100. Gibt es nur 10 verschiedene Sachen. Ich war so müde, ich habe immer eine 105 und eine 106. Eine 106 und eine 105. Es ist wirklich, ich habe Behinderung, weil manchmal ist es so klein geschrieben, zu unterscheiden zwischen 106 und 108 ist schwer. Es sieht gleich aus. Ja? Und hey, weißt du, was du brauchst bei sowas? Ich habe wenig geschlafen. Ich schlafe immer wenig, wenn Bayern spielt. Ja? Das bedeutet nicht, dass ich mache meine Predigt kurz, weil ich schon heimgehen will und das Rest gucken will. Ich bin kein Götzendiener. Ich kenne einen Mann, der ganz kurz Mittwochabend gepredigt hat, weil der Atlanta Braves in der World Series war und hat seine Gemeinde zerstört. Das heißt Götzendienst. Und ihr werdet die meisten hier denken, für Baseball? Ja? Wie geht denn das? Meistens wissen die Baseballschläger, wie man den missbraucht. Baseballschläger sind nicht für Köpfe. Ja, die sind für Baseball. Ja, ja. Ja. Und hey, der Herr gibt die Gaben. Und weißt du, wie sagt er, hey, du kannst auch beten, Herr, hilfe mir, damit ich konzentrieren kann, meine Arbeit machen kann für deine Ehre und wie wir was machen können. Ja, und ich muss mal echt sagen, du sollst das nach Gewöhnung und sehr oft, ich muss Natalie sehr oft, wenn was geschieht, gar nicht sagen. Weil nach einer Weile, du kommst in eine Routine. Du musst auch beten, hey, hilf mir, Herr, ich will mein Bestes geben. Weißt du, die Gaben sind wie die Glieder, wie ich sagte, nicht gleich, aber alle wirken zusammen, damit die Arbeit vollbracht wird. So erkenne, was du warst, was du getan hast und wer den Unterschied machte und macht, der Herr. Und diene ihm mit der Gabe in der Kraft, die er allein bestimmt und gibt. Und ich sage dir, die einfachsten Gaben will man nicht. Ja? Wenn ich sagen würde heute, ja, Benny sagte mir, er hat mal das Zeug dort oben hier, der Parkett, ne? Wir machen ein Parkett am Himmelfahrt und die Rest
jeden Unkraut aus. Wer viel von euch wird schon einen anderen Termin, schon einen Planer haben? Das ist wegen der Mann mit dem einen Talent, das von ihm weggenommen worden ist. Nee, das will ich mal nicht machen. Ja? Das will ich mal nicht machen. Hey, ich muss mal eins sagen, die da Talent hat, an Ordnung reinzubringen, die hat das Unkraut ausgejäht. Und so, hey, du sollst meine Gabe benutzen, was du hast, und für seine Ehre diene ihm, weil er bestimmt es und er gibt mehr. So, es sind was? Mancherlei, aber derselbe. Das ist verschiedene Gaben, aber woher kommt das? Vom Herrn. Und wer bestimmt das? Der Herr. Und wenn du tust, was er sagt, dann wirst du mal glücklich sein. Und weißt du, was wirklich, wenn du dort draußen irgendwie etwas aufhebst, Müll, das wird dir helfen in deinem Leben. Weil, ehrlich gesagt, was ist das? Erstens, warum hebst du das nicht auf? Ja? Faul, ja. Das ist sehr gute Erkenntnis, tue Buße. So. Nächster Grund. Eklig ist, ja, das ist eigentlich, ich denke, das ist so der dritte. Nicht mein. Ja, genau, ich hab's nicht getan. Ja? So, wenn du das aufhebst, es hilft dir, das war's. Menschenskinder, das ist für andere Leute eklig, wenn ich das tue. Und die wollen das nicht aufheben, weil es nicht ihrs ist. Siehst du, wie das hilft? Ich will nur sehen, ob es hilft, so gut das zu machen. Ja? Ja? Wer war das hier nun? Brother Buddy Duke, er musste unter einen Eimer rauchen. Aber jemand, den ich kenne, er musste eine Zigarette fressen. Der erwischt worden das Kind. Das hilft hier mit dem Rauchen aufzuhören, sehr jung. So, oh, das ist noch schlimm? Nein! Ist es leicht aufzuhören, Steffen? Nein! Es ist nicht leicht aufzuhören. Für mich ja, aber wisst ihr, wann das letzte Mal ich geraucht habe? Ja, ungefähr. Ne? Ich denke, ich habe irgendwann Marihuana in die Zähne geraucht. Ja, ich weiß es nicht mehr. Das, weißt du, kannst du mal entsinnen, was geschah vor Christus? Das ist gut, weißt du, Aaron nicht mehr, das ist gut. Vor Christus, bevor ich mich bekehrt habe. Ja, aber da muss man sagen, das weiß ich wirklich nicht mehr. Ja? Aber es war nicht. Ja, aber ich weiß, dass allerlei Leute, alles was die tun, um mal aufzuhören, ja. Ja, mein Vater, ein bisschen willensstark. Der kriegt's hin. Aber ich muss mal sagen, wenn du eine frisst, did somebody have to eat cigarettes? Did you know? Irgendjemand, ich weiß, die mussten Dinge fressen. Hä? Vielleicht Brother Brian hat eine gefressen. Ich weiß es nicht. Das ist eklig, ne? Hey, weißt du was? Ich war so dumm. Weißt du, ich habe mal Kautabak. Das war in der 10. Klasse. Ich wusste nicht, dass man das rausspuckt. Ich habe das dann geschluckt. Oh, das war eklig. Ich war im Bus. Ich habe gekotzt über eine Negerin. Sie war vor mir. Oh. Weißt du, was ich seitdem nie wieder getan habe? Kannst du dir mal vorstellen? Das war eklig.
Ja, ich wusste nicht, dass man so hier. Ja, die haben mal irgendwie so. Ja, die nehmen Dosen mit. Hey, eine Fliege geht nicht auf Kautabak. Wenn du das rausschmückst, geht eine Fliege nicht drauf. Dann weißt du, wo auch Fliegen gehen? Oh, unsere Kautabak ist noch schlimmer als. Ja. So. Hey, Mancherlei gaben aber ein Herr. Ja. Und er sagt das und er bestimmt das. Und einfach folge ihm. Und er hilft. Sag mal. 441 im Siegesclaim. 441. Und jemand hat die Gabe und weiß, wie das hier zusammengeht. Wahrscheinlich brauche ich einen Silberschmied. Groß ist die Hand der Epheser. Ne?